Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um Carrier Sense Multiple Access, also CSMA. CSMA ist ein unglaublich wichtiges Verfahren, wird eingesetzt bei unter anderem Ethernet. Ethernet ist das, was eigentlich so ziemlich jeder benutzen möchte und auch benutzt. Oder Wireless natürlich, wäre dann die Alternative. Aber selbst Wireless benutzt CSMA. Also CSMA ist wirklich überall. Und es geht darum, wie ich hier auf meinem Medium den Zugriff verwalte. Gut, okay, bei Ethernet ist es vielleicht nicht mehr so relevant, weil wir heutzutage eigentlich keine Bus-Topologie mehr benutzen, sondern nur noch eine Sterntopologie. Und deswegen kann es eigentlich keine Kollision geben. Könnt ihr euch gerne mal überlegen, wenn wir, wo ist denn meine wunderschöne Sterntopologie? Oder hierarchische Topologie funktioniert genauso. Wenn wir hier nur noch diese Verbindung haben, dann kann es ja überhaupt keine Kollision mehr geben. Bei Ethernet, also Ethernet ist ja eigentlich so aufgebaut, aber zum Beispiel, wenn ich Ethernet als Bus benutze, so wie das früher gemacht wurde, dann brauche ich Carrier Sense Multiple Access, um Kollisionen vorzubeugen bzw. Kollisionen zu verhindern. Und bei WLAN oder Wi-Fi benutzt man das natürlich immer noch, weil ja, Wi-Fi ist ein Raumsignal sozusagen. Ich versende einfach meine Daten durch den Orbit oder durch den Äther, wie man schön sagen würde von früher. Und ja, da braucht man natürlich irgendwas, was mich gegen Kollision schützt. Genauso wie bei theoretisch auch SMS, aber bei SMS wird immer noch Aloha eingesetzt. Okay, so, also wir machen heute ein Verfahren gegen Kollisionen. Das ist CSMA. Und was man dabei macht, ist folgendes. Wir haben einen zeitmultiplexen, variablen und zufälligen Zugriff, also genauso wie bei normalem Aloha, nicht wie bei Slotted Aloha. Diese Slots gibt es hier nicht bei unserem Zugriff. Das heißt, auch bei WLAN gibt es keine Slots. Aber was man macht, ist, man hört die Leitung sozusagen ab. Also wenn das jetzt unser Bus ist, man kann sich ja Wi-Fi auch so als Bus vorstellen, habe ich ja gerade versucht zu verdeutlichen. Und wenn man jetzt was senden möchte, dann muss man, bevor man seine Daten losschickt, vorher zuhören, ob auf diesem wunderschönen Bus irgendwelche anderen Daten rumkräuchen und fleuchen. Das heißt, wenn da gerade Daten übertragen werden, dann darf ich nicht senden. Und falls keine Daten übertragen werden, dann darf ich senden. Und das führt dazu, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, Daten von dieser ersten Station hier losschicke und zum Beispiel hier an meine Nummer 3 schicke und meine Daten sind ungefähr hier. Die haben ja auch eine gewisse Ausbreitungsverzögerung, weil Daten bewegen sich ja nicht mit unendlicher Geschwindigkeit, sondern maximal mit Lichtgeschwindigkeit, ist aber nicht so. Also normalerweise ungefähr, man rechnet mit einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit bei allem, was heute so gängig ist, glaube ich. Ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit ist zwar sehr, sehr verdammt schnell, aber nicht unendlich schnell und deswegen muss man das berücksichtigen. Das heißt, wenn meine Daten hier drüben angekommen sind und die Nummer 2 versucht jetzt loszusenden, dann hört die erstmal hier ab. Ich muss mal ganz kurz die Farbe ändern in irgendwas Grelles. So, der hört sozusagen hier die Leitung ab und möchte was senden und sieht, okay, da wird gerade was geschickt. Muss ich nicht machen oder mache ich auch nicht und ich schicke einfach gar nichts, um hier diesen wunderschönen Datenstrom nicht kaputt zu machen. So, wenn jetzt meine Daten hier drüben ankommen, ich nehme jetzt einfach mal an, dass das meine kompletten Daten sind, dann kommen die hier bei meiner Nummer 3 an und der liest die ab und irgendwann sind sie hier an unserer Station 2 vorbei. Und die Nummer 2 sagt, ich kann jetzt auch endlich senden und schickt entweder Daten in die Richtung oder Daten in die Richtung. Und da er natürlich erst anfängt zu senden, wenn der letzte Datenstrom hier quasi vorbei ist, geht das alles wunderbar so vorbei und er kann hier seine Daten schicken. So, jetzt haben wir aber ein großes Problem. Es kann immer noch zu Kollisionen kommen. Und zwar, wenn ich meine Daten losschicke, der hier hört zwar das Medium ab, aber wenn meine Daten hier angekommen sind, und jetzt wechsle ich mal wieder die Farbe auf dieses wunderbare Pink, und der hier schickt seine pinken Daten los, egal in welche, nicht egal in welche Richtung, doch, eigentlich egal in welche Richtung. Er schickt seine Daten in Richtung Nummer 3 los. Oder auch in Richtung Nummer 1, dann wäre es sogar eine direkte Kollision. Der schickt seine Daten los, der sieht ja, das Medium ist gerade frei, da schickt niemand was und blöb, wir haben eine Kollision. Auch in diese Richtung ist es nicht besser. Sagen wir mal, er schickt seine Daten hier jetzt gerade los, das Medium ist ja offensichtlich frei. Und da kommen plötzlich die anderen Daten und der ist aber noch nicht fertig mit Schicken.
Und ja, dann hat er plötzlich ein Problem und kann nicht mehr schicken. Das ist ungünstig, vor allem wenn er halt in die andere Richtung sendet. Also wenn er jetzt zum Beispiel hier rüber sendet, dann gibt es ja offensichtlich eine Kollision. Das heißt, wir müssen irgendwie mit diesen Kollisionen umgehen. Und wie macht man das? Achso, noch ganz kurz, was für ein Mechanismus wird verwendet, wenn ich jetzt hier abhöre und ich merke, es ist gerade belegt. Was mache ich dann? Dann mache ich Folgendes. Ich habe mehrere Möglichkeiten, sogenannte Persistenz oder Nicht-Persistenz oder P-Persistenz. Die Persistenz besagt, wenn meine Daten hier vorbei sind, also dieses Rosa soll jetzt bedeuten, ich höre gerade ab, wenn meine Daten hier vorbei sind, dann fange ich sofort an mit Senden. Das heißt, ich höre die ganze Zeit zu und schicke quasi direkt im Anschluss an diesen schwarzen Streifen, schicke ich sofort meine nächsten Daten, also direkt hinterher. Das ist Persistenz. Das führt aber zu Problemen, denn wenn jetzt mal angenommen meine Daten hier ankommen und ja, es sind mehrere Leute, die tatsächlich anfangen wollen zu senden, wenn das Medium frei ist. Kleines bisschen Verzögerung habe ich natürlich drin und die sehen hier, zum Beispiel, ja, machen wir es einfach mal so, der hier sieht, hier haben wir jetzt gerade ganz kurz Pause, weil der hier braucht er seine Zeit, bis er merkt, okay, also zum Beispiel ein Flag oder sowas, ein Flag zum Erkennen, dass da gerade nichts mehr los ist. Dieses Flag wird abgewartet und der erkennt das Flag leider dann auch und fängt dann zeitgleich mit dem Rosan hier an zu senden. Ja, dann hat er ein Problem, weil dann blockieren die beiden hier sich wieder, also die beiden Rosan. Das ist ungünstig. Deswegen ist Persistenz nur bedingt möglich. Es gibt auch noch die Nicht-Persistenz. Das heißt, wenn besetzt ist, also machen wir wieder mal unseren besetzten Zustand hier, sowas in die Richtung, wenn da gerade Daten fließen, dann warte ich eine zufällige Zeit, also wirklich zufällig, und fange erst danach an zu senden. Das heißt, es kann passieren, dass ich hier anfange mit Senden, es kann passieren, dass ich aber auch erst hier anfange mit Senden. Einfach einen zufälligen Wert warten. Hört sich erstmal vernünftig an, aber wenn natürlich meine Zeit, die ich warte, zu lange ist, dann ist es ungünstig. Dann brauche ich zu lange, bis meine Daten da sind. Dann wird meine Latenz wieder größer. Und das muss nicht sein. Wenn das Netz zum Beispiel schlecht ausgelastet ist, dann oder wenig ausgelastet ist, dann muss natürlich diese Latenz nicht sein. Dann kann ich einfach direkt anfangen mit Senden. Ja, und deswegen hat man P-Persistenz erfunden. Das bedeutet, wir sind persistent. Das heißt, wenn frei wird, fangen wir sofort an zu senden, aber nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Mit einer Wahrscheinlichkeit von P. Deswegen P-Persistenz. Also meine Wahrscheinlichkeit ist zwischen 0 und 1 immer. Und ich würfel sozusagen bei jedem, die ganze Zeit würfel ich. Und wenn ich meine Wahrscheinlichkeit habe, also wenn ich einen Treffer habe sozusagen, man würfelt dann quasi, soll ich senden oder soll ich nicht senden? Also wahr oder falsch. Und dieses wahr kommt dann mit Wahrscheinlichkeit P raus. Und wenn wahr rauskommt, dann fange ich sofort an mit Senden. Wenn nein rauskommt, dann fange ich eben nicht an mit Senden und warte noch kurz. Ist im Durchschnitt ganz gut. Allerdings, wenn wir viele Stationen haben, also hier, diese grünen Dinger sind Stationen, wenn wir viele von den Dingern haben, dann wird auch die Wahrscheinlichkeit entsprechend klein. Und bei niedriger Auslastung vom Netz ist eine kleine oder eine zu kleine Wahrscheinlichkeit, führt auch wieder zu hohen Latenzen. Also es ist zwar schon besser, aber es ist nicht perfekt. So, zu diesem, wie detektiere ich solche Kollisionen und so weiter, werden wir im nächsten Video kommen. Das ist dann CSMA-CD, also Collision Detection bzw. Collision Avoidance. Und das machen wir dann wahrscheinlich nächstes Mal. Was passiert jetzt, wenn meine Daten nicht erfolgreich angekommen sind? Das heißt zum Beispiel in so einem Fall und der Rosane fängt gerade hier an mit Senden und die überschneiden sich hier, dann gehen die Daten natürlich flöten, weil es Interferenzen gibt auf der Leitung und ja, es kommt einfach nichts mehr an. Was passiert dann? Naja, ich kriege erstmal keine Quittung und das bedeutet, ich weiß, dass meine Daten nicht erfolgreich angekommen sind, denn ich benutze ja über CSMA, das ist ja einfach, also das ist kein Protokoll in dem Sinne, es ist einfach quasi eine Funktionalität, die ein Protokoll benutzen kann. Und wenn ich jetzt CSMA benutze und irgendwas anderes noch benutze für meine Fehlererkennung, dann weiß ich ja durch eben nicht vorhandene Quittung, meine Daten sind nicht angekommen. Was ich dann mache, ist ein sogenannter exponentieller Back-Off. Ich schreibe das gerade mal ganz kurz hin, weil das ist wirklich ein wichtiger Begriff. Nicht da oben, hierher. Exponentieller
Backoff. Was bedeutet das? Exponentieller Backoff heißt, ich warte eine zufällige Zeit und nach dieser zufälligen Zeit höre ich wieder meine Leitung ab und fange dann wieder an zu senden. Und jedes Mal, wenn ich, also sagen wir mal, mein Zufall ist zum Beispiel 5 Millisekunden. Ich warte 5 Millisekunden, wenn ich weiß, dass eine Dateneinheit nicht erfolgreich angekommen ist. Und wenn die Dateneinheit, danach fange ich wieder an mit Senden. Wenn die Dateneinheit beim zweiten Mal wieder nicht erfolgreich angekommen ist, dann warte ich doppelt so lange, nämlich 10 Millisekunden. Und danach, wenn ich wieder die Dateneinheit nicht hinkriege, dann warte ich 20 Millisekunden. Immer doppelt so lange. Deswegen exponentiell, weil das Ding exponentiell steigt. Vielleicht, wenn wir es mit 2 machen, wird es deutlicher. 2 Millisekunden, 4, 8, danach 16, weil es immer verdoppelt wird. Und ja, im Prinzip ist es dann ein exponentieller Backoff, also es steigt quasi exponentiell. Ich warte immer doppelt so lange, bis ich wieder versuche zu senden. Und nach einer Weile sage ich dann, okay, ich gebe es auf, also nach x Versuchen, ich gebe es auf und probiere es irgendwann anders später nochmal. Gut, das ist erstmal Carrier Sense Multiple Access und ich glaube, es geht nächstes Mal weiter mit Collision Detection. Was auch bei Ethernet übrigens verwendet wird. Gut, dann war's das von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.